Japan, bekannt für große Städte, die absolute Reizüberflutung und den schnellsten Zug der Welt. Aber auf der anderen Seite auch das Land des Tees und jahrhundertealten Traditionen. Und irgendwo dazwischen suche ich nach dem, was das authentische Japan ausmacht und werde dabei das ein oder andere Mal auch ziemlich überrascht. Ich freue mich sehr, ich habe hier gleich die Ehre, an einer Teezeremonie teilzunehmen. Da ich jeden Morgen japanischen Matcha trinke, habe ich mich hier sehr darauf gefreut, nun endlich mal an einer traditionellen Teezeremonie teilzunehmen. Die Zeremonie ist sehr förmlich und es gibt eine Menge Etikette und Regeln zu beachten. Auch die entsprechende Kleidung ist Pflicht. Eben auf der Straße habe ich mich so unglaublich fehl am Platz gefühlt mit meinem Kimono. Aber jetzt hier in der entsprechenden Räumlichkeit fühlt es sich irgendwie sehr respektvoll an. Die Zeremonie hat ein starres Regelwerk und eigentlich bin ich da absolut kein Fan von, aber es hat mich überraschenderweise total entspannt, weil der festgelegte Ablauf auch Raum gibt, sich voll und ganz auf die Tätigkeit, die Teezubereitung, zu konzentrieren. Nach der Zeremonie bin ich geschwebt wie auf Wolken, aber nur so 3,5 Minuten, denn dann stand ich schon wieder im Getümmel der nächsten Markthalle. Ich bin zum ersten Mal in Japan und fasziniert von diesem modernen Land, in dem alles immer und zu jeder Uhrzeit im Übermaß verfügbar ist. Und dann findet man doch mitten im Einkaufszentrum einen Tempel, der zum Innehalten einlädt. Aber was verschlägt mich überhaupt nach Japan? Meine beste Freundin Elisa wohnt in Tokio. Das ist einfach mit Knoblauch, das ist normal. Ich glaube, das ist ein bisschen scharf und das ist Curry. Und ich freue mich total, durch sie noch einen besseren Einblick in die japanische Lebensrealität zu bekommen. Jetzt hier zum Affen machen, also nicht mehr Stäbchen essen willst. I like this way more than this. So my hometown has really good. Elisa wohnt in einer internationalen WG mitten in der größten Stadt der Welt. In Tokio und den angrenzenden Bezirken wohnen insgesamt ca. 33 Millionen Menschen. Trotzdem wirkt ihr Wohnviertel überraschend gemütlich und erinnert eher an eine Kleinstadt. Also wir sind hier schon eher in einer wohlhabenden Umgebung. Ja? Ja. Also erstens ist es richtig nah am Stadtzentrum und also wenn du in der Mitte von Tokio den Haus leisten kannst, hast du schon Geld. Bist du wohlhabend, Elisa? Nee, ich bin ein Parasit. Ein Parasit. Elisa und ich sind ziemlich unterschiedlich. Während ich auf Reisen normalerweise lieber in kleinen Dörfern abhänge, liebt Elisa die Großstadt und es macht mir total Spaß, in ihre Welt einzutauchen. Hat keinen Preis. An sich finde ich keinen Preis ja gut, ne? Tokio ist bekannt für die große Menge an Entertainment-Angeboten wie Karaoke, Bowling, große Spielehallen oder Fotostudios, in denen man sich verkleiden kann. Gerade Schüler gehen hier oft nach der Schule hin, da diese Unternehmungen auch recht günstig sind und auch sonst wird es einem in Tokio nicht so schnell langweilig, weil es einfach überall so viel zu sehen und entdecken gibt. Ich bin hier gerade in einer der touristischen Ecken in ganz Tokio und zwar auf dem Weg zum Asakusa-Schrein.
Ich hatte noch nie Berührungspunkte mit dem Buddhismus und freue mich total, in der nächsten Zeit mehr über diese Religion und Weltanschauung zu lernen. Hier sieht man relativ zufällig eine Zukunftsvision und wenn die schlecht ist, dann kann man die hier quasi aufhängen, um das Böse abzuwehren. Und wenn das gut ist, darf man es behalten. Ich muss ehrlich sagen, meins ist ziemlich durchwachsen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hätte ich das, glaube ich, alles lieber nicht wissen wollen. Ich bin mir gerade unsicher, was ich davon halte. Naja, Falls du dich die ganze Zeit schon gefragt hast, wo meine Ohrringe her sind, die hier schon die ganze Zeit so wunderschön im Abendlicht glitzern, die sind aus meinem eigenen Online-Shop. Die gibt es in verschiedenen Modellen, in Gold und Silber und in verschiedenen Edelhölzern. Schau dazu gerne in die Infobox, da findest du wie immer den Link. Tatsächlich hatte ich an diesem Tag meine erste Unterhaltung mit einem fremden Japaner, also eine Person, die ich nicht schon von Elisa kannte. Das hat mich sehr gefreut. Denn ein Klischee, das sich auf jeden Fall bestätigt hat, ist, dass die Mehrheit der Japaner doch etwas kontaktscheu ist. Daher schätze ich es dann umso mehr, wenn sich dann doch eine Begegnung ergibt. Aber nicht jede meiner Vorurteile und Vorstellungen über Japan hat sich bisher bestätigt. Vor meiner Reise habe ich ein Buch gekauft über eine japanische Philosophie, die mich sehr begeistert, Ikigai. Also dachte ich vor meiner Reise, dass die Japaner wohl alle erleuchtet sind und täglich Achtsamkeit praktizieren. In der Realität sah das dann aber ganz anders aus, wenn ich jemanden auf Ikigai angesprochen habe. Ikigai? How did you know? Ikigai. I read a book about it. How did you? Wow, okay. Ikigai is the thing that can help people to fulfill their life. So, for me, my Ikigai is talking to new people with different perspectives and cultures like you. So I can broaden my mind and widen my social circle. So this is my Ikigai. So if people have Ikigai, the everyday life can be changing. The Ikigai can color people's life. Ich denke, die meisten Japaner wissen, was Ikigai bedeutet und einige leben sicherlich danach. Trotzdem wirken solche entschleunigenden Konzepte in einer modernen und schnelllebigen Welt manchmal etwas fremd und auch schwierig umzusetzen. Es hat wirklich Punkt 17 Uhr angefangen, dass mir ja massenhaft Leute entgegenkommen. Ich denke mal, die haben jetzt alle Feierabend, aber es ist wirklich beeindruckend, diese Masse an Menschen, die hier gerade auf den Straßen verkehrt. In Japan ist es selbstverständlich, maßlos zu arbeiten und es herrscht eine beispielhafte Leistungsgesellschaft. Ich sehe einige Parallelen zwischen der japanischen und der deutschen Gesellschaft. Trotz der fremden Schriftzeichen und der schwierigen Sprache habe ich mich hier sehr schnell eingefunden. The personality, I think, is very strong. Yeah. Yeah. And also that we both are cash-based societies. We Germans also love cash. And it's funny because Germany is a very modern country and Japan too, but still we both stick to the cash. There are countries way less modern. You can pay everything with credit card. Aus dem Gespräch nehme ich mit, dass Japaner und Deutsche einige Gemeinsamkeiten haben. Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und eine hohe Arbeitsmoral. Auf der einen Seite sind das Werte, die auch ich sehr schätze. Auf der anderen Seite kämpfe auch ich mit meinem Leistungsdenken, das ich durch das Aufwachsen in Deutschland verinnerlicht habe. Und natürlich gibt es auch Japaner, die das genauso stört. The working condition is obviously one of them. There's a biggest power, usually the male old persons taking every power of the whole society, and then you have to follow them. And there's so many rules and pressures
you have to go through, you have to live under. It's at least getting better. Like compared to the like back in the day, it was like horrible. Women used to be really oppressed at the time. So I think in that sense, it's getting better at least. But I don't think it's gonna be that better. When it comes to globalization, when it comes to feminism, they just don't know how to use it, or they just don't get the right meaning of the concept. That's also part of the reason why I want to get out of here. Do I see myself being in Japan in the future? No. Unfortunately, not at all. Meine Zeit in Japan ist zu kurz, um mir ein detailliertes Bild über das Land und die Gesellschaft zu machen. Und auch meine Schilderungen hier sind nur aus meinen persönlichen Erfahrungen und Gesprächen entstanden. Ich glaube, ich bin im Himmel und habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Und ich muss natürlich aufpassen, nicht in Verallgemeinerungen zu verfallen. Natürlich ist nicht jeder Japaner zuverlässig oder immer pünktlich. Jeder Mensch ist individuell und auch hier in Japan gibt es immer wieder Orte, die ganz anders sind als das typische Bild Japans, welches ich mir in den ersten Tagen zusammengereimt habe. Das hier ist ein super spannender Ort, weil es so ganz anders ist, als ich bisher Japan kennengelernt habe. Japan ist eigentlich super sauber, ordentlich, geregelt. Und hier dieses Haus ist komplettes Chaos. Und hier ist auch so ein Schild. We are not cleaning the tables, but we are cleaning your hearts. Das ist halt so überhaupt nicht japanisch, zu sagen, ja du, wir machen unsere Tische heute mal nicht sauber, hier sind aber Towels, macht selber. Thank you. Ja. Ich muss sagen, dieser Ort hier ist für mich wirklich überhaupt nicht schön. Jetzt haben die hier gerade einfach so eine Säule abgebaut. Ich dachte, die wären irgendwie heilig oder so. Klar ist das toll mit den Toren. Ich habe das davor halt auch schon sehr oft. Sieht man das auf Instagram oder bei seiner Vorrecherche für Japan. Und ich hatte schon so im Bauchgefühl, dass ich mir da wahrscheinlich zu viel verspreche. Und so war es im Endeffekt auch. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht so hohe Erwartungen. Hier sind einfach viel zu viele Menschen. Und das Ding ist einfach kein heiliger Ort mehr. Also hier sind zwar überall Gebetsstätten, aber die Leute rennen hier überall kreuz und quer mit ihren Kameras. Ich meine, ich filme selber, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche aber da schon auch dezent zu sein und nicht vor so einem Tempel rumzuspringen und Selfies zu machen. Japan wird überrannt vom Tourismus und ich bin wirklich jetzt sehr in der Nebensaison gerade hier. Ich will überhaupt nicht wissen, wie das in der Hauptsaison ist. Also würde ich hier überhaupt nicht gerne herkommen wollen. Seit über 10 Jahren betreibt Japan die sogenannte Cool Japan-Kampagne, in die seitdem umgerechnet mehrere 100 Millionen Euro investiert wurden, um Japan und die Kultur im Ausland bekannter zu machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Folge sind natürlich mehr Touristen und natürlich bin auch ich hier als Tourist unterwegs und nicht weniger Teil des Problems als alle anderen auch. Ich frage mich nur, ob Japan den Bogen nicht etwas überspannt und sich mit dieser enormen Menge an Touristen nicht auch etwas übernimmt. Diese Reise ist für mich nicht nur die erste nach Japan, sondern auch die generell erste nach Asien. Und es gibt so viel Neues zu entdecken. We are in Shinokubo. It's like a Korean street where there's so many like Korean restaurants or Korean cosmetic. Original almond and chocolate and green tea, 3 flavors. Almond. Thank you. 감사합니다. arigatou gozaimasu. Oh, it's even here now. Yeah, just take one. Cool. Yeah, it's very light.
Japan stand nie auf meiner Reiseliste und eigentlich bin ich nur wegen Elisa hergekommen und ich muss mich bedanken, dass sie mich in dieses schöne Land eingeladen und mich für die Kultur begeistert hat. Ich reise ab jetzt allein weiter durch Japan und bin schon ganz gespannt, was mich erwartet, aber das siehst du im nächsten Video. Du mal unter Mais sichern. Thank you.